Weißt du, was viele Leute im Urlaub falsch machen? Sie können Hallo sagen und Danke, klar, aber dann endet das Gespräch. Und zack, peinliche Stille am Tresen, weil die nächste Frage fehlt. Ja, und das größte Problem ist oft, man traut sich nicht, höflich nach Englisch zu fragen. Oder man sagt Danke so, sehr englisch, und die Person versteht's einfach nicht. Das macht es direkt schwieriger als nötig. Also, heute retten wir dich vor genau diesen Momenten. Wir zeigen dir einfache, echt nützliche Sätze, damit du entspannt reisen kannst. Und wir üben das gleich in kleinen Rollenspielen, damit es im Kopf bleibt. Hallo zusammen, ich bin Julia, schön, dass ihr da seid. Tim ist auch da, und wir haben Kaffee, also wird das hier gemütlich. Thema: essentielle deutsche Sätze für Reisen vom Café bis zur U-Bahn. Genau. Und wir starten direkt mit dem wichtigsten ersten Schritt. Wenn du unsicher bist, frag freundlich, sprechen Sie Englisch? Das ist höflich und viele Leute helfen dann gern. Ja, und bitte mach eine kleine Pause dabei, lächle vielleicht. Also so, Entschuldigung, sprechen Sie Englisch? Das Wort Entschuldigung ist super. Das heißt so viel wie sorry oder excuse me. Bevor wir weitermachen, kleiner Aussprachetipp, weil das echt hilft. Umlautalarm, ü, Zum Beispiel schön mit Ö, also die Lippen rund machen, und über mit Ü, fast wie ein lächelndes I, nur rund. Und danke, bitte weich sprechen, nicht denk. Einfach denke, 2 Silben. Klingt direkt freundlicher und klarer, oder? Absolut. So, erstes Mini-Rollenspiel, gleich praktisch. Situation. Du gehst in ein Café und willst Wasser und Kaffee bestellen. Okay, ich bin die Kellnerin, du bist der Gast. Los geht's. Guten Tag. Ein stilles Wasser, bitte, und einen kleinen Cappuccino. Haben Sie auch Leitungswasser? Hallo. Ja, wir haben Leitungswasser. Möchten Sie das Wasser mit oder ohne Kohlensäure, also sprudelnd oder still? Oh, ohne Kohlensäure, also still, bitte. Und den Cappuccino zum Hiertrinken. Alles klar, kommt sofort. Brauchen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Und später die Rechnung, bitte. Perfekt. Das war schon die halbe Miete. 3 Sätze, und man kommt super klar. Ja, und wichtig, Wasser ist Wasser. Nicht verwechseln mit nasses Tuch. Ich hab echt eine Story gelesen. Da wollte jemand Wasser und hat aus Versehen nach einem nassen Handtuch gefragt. Der Kellner hat nur verdutzt geguckt. Alle haben gelacht. Oh Mann, ja, Kontext ist alles. Also merkt euch, ein Wasser, bitte, ist sicher. Und wenn ihr Leitungswasser wollt, sagt einfach, haben Sie Leitungswasser, oder ist Leitungswasser okay, das ist normal und höflich. Noch 2 Topsätze für Essen gehen. Zum Mitnehmen, bitte, und zum Hieressen, bitte. Und wenn etwas nicht scharf sein soll, sagt, bitte nicht scharf. Einfach, aber sehr hilfreich. Und wenn du etwas nicht verstehst, nutzt diesen Zaubersatz. Können Sie das bitte wiederholen? Oder ganz kurz. Wie bitte, das ist echt nicht unhöflich, das ist normal. Lass uns kurz ein paar super Basics festhalten, damit's sitzt. Höflich anfangen. Entschuldigung oder Hallo. Dann konkret, ich hätte gern, ich suche, wo ist? Und immer mit Bitte und Danke abrunden. Genau. Und wenn du zahlen willst, sag, zahlen, bitte, oder die Rechnung, bitte. Falls du mit Karte zahlen willst, kann ich mit Karte zahlen? Und wenn nur Bargeld geht, hörst du oft, nur bar, also Cash. Oh, und ein Mini-Hotel-Tipp, weil das oft passiert. Wenn du deinen Zimmerschlüssel willst, sag, ich habe eine Reservierung und dann deinen Namen.
Für die Zimmernummer kannst du die Ziffern einzeln sagen. Zum Beispiel 105 für 105. Ja, das ist super, weil viele Hotels sagen die Nummern so. Und falls etwas kaputt ist, die Dusche funktioniert nicht oder das WLAN funktioniert nicht. WLAN sprichst du wie WLAN, und viele fragen dann, wie ist das Passwort? Apropos WLAN, kurzer Reel, Talk aus der Schweiz. Viele Touristinnen und Touristen sind genervt von diesem Freesurf-Ding in Zügen, weil man oft eine Schweizer SIM braucht. Da helfen Sätze wie „Gibt es WLAN?“ und „Brauche ich eine SIM-Karte?“ Damit kommt ihr schneller zur Info. Total. Und wenn es kein WLAN gibt, frag nach Alternativen. Gibt es hier einen Hotspot? Oder wo kann ich Internet kaufen? So bleibst du handlungsfähig, auch ohne Daten. So, kurzer Zwischenstopp, wir testen mal, ja? Miniquiz. Was heißt die Rechnung, bitte auf Englisch, und wann sagst du das? Genau, es heißt the bill, please, und du sagst das, wenn du fertig bist und zahlen willst. Und zweite kleine Frage, wie fragst du höflich, ob jemand Englisch spricht? Richtig, Entschuldigung, sprechen Sie Englisch, sehr gut, weiter geht's. Jetzt noch Verkehr und Wege, das braucht man ständig. Superstart ist immer Entschuldigung, wo ist? Zum Beispiel Entschuldigung, wo ist die U-Bahn? Oder wo ist die Toilette? Funktioniert überall. Wenn dir jemand den Weg erklärt, hörst du oft, geradeaus, links, rechts und um die Ecke. Und weit oder nah ist auch praktisch. Du kannst nachhaken, ist es weit? Oder wie lange zu Fuß, sehr alltagstauglich. Kleines Rollenspiel Nummer 2. Ganz kurz. Du fragst nach dem Weg zur U-Bahn. Ich antworte. Okay, los. Entschuldigung, wo ist die U-Bahn, bitte? Geradeaus bis zur Ampel, dann links, und nach 100 Metern ist der Eingang rechts. Es ist nicht weit, vielleicht 5 Minuten zu Fuß. Danke. Und gibt es einen Fahrkartenautomat in der Station? Ja, direkt am Eingang. Sie können mit Karte zahlen. Gute Fahrt. Zack. Damit kommst du easy zur Bahn. Und wenn du ein Ticket willst, ein Einzelticket, bitte, oder ein Tagesticket, bitte. Wenn du unsicher bist, frag, welches Ticket brauche ich? Total normal. Sehr gut. Noch ein paar kleine Rettungssätze, die oft helfen. Ich verstehe nicht oder langsamer, bitte, und wenn du wirklich gar nicht weiterkommst, können Sie mir bitte helfen? Das ist klar und höflich. Ja, und bitte hab keine Angst vor Akzent, aber achte ein bisschen auf die Umlaute. Schön ist nicht schon. Das bedeutet was anderes. Und über ist nicht Uber. Das klingt sonst, komisch. Ich hab noch einen Tipp zum Üben. Sprich die Wörter laut nach, am besten in ganzen Sätzen. Also nicht nur bitte, sondern ein Wasser, bitte. Dein Mund merkt sich das Muster, und dein Kopf wird ruhiger. Wenn du einkaufen gehst, helfen auch diese Sätze, was kostet das? Und haben Sie das in Größe M? Oder ganz simpel, ich nehme das und an der Kasse, eine Tüte bitte, Tüte heißt Back. Oh, und Klassiker im Restaurant, kein Fleisch, bitte. Ich bin Vegetarierin, oder ohne Milch, bitte. Ich bin laktosefrei, du kannst auch sagen, ich habe eine Allergie gegen, und dann die Sache nennen. Einmal Sicherheit. Wenn etwas wirklich nicht okay ist, sag klar, Entschuldigung, das ist ein Problem. Zum Beispiel, mein Zimmer ist sehr laut. Das ist höflich, aber bestimmt, und oft bekommst du schnell Hilfe. Und Notfall, ganz wichtig, die Notrufnummer ist 112. Du kannst sagen, ich brauche Hilfe, oder es gibt einen Unfall, halte es kurz und deutlich, das ist im Stress besser. Noch ein Punkt, den viele unterschätzen, Tonfall. Ein freundlicher Ton macht fast jeden Satz doppelt so stark.
Ein kleines Lächeln plus bitte und danke. Und plötzlich geht alles einfacher. Ja, und man darf ruhig sagen, ich lerne Deutsch, das macht Menschen oft geduldig. Viele finden das schön und helfen extra, weil du's versuchst. Kurze Liste zum Mitnehmen. Oh, in einfachen Sätzen. Entschuldigung. Sprechen Sie Englisch? Ich hätte gern, wo ist? Wie viel kostet das? Die Rechnung bitte. Kann ich mit Karte zahlen? Das deckt, 80% der Situationen ab. Wenn du dich vorgestellt hast, reicht übrigens dein Vorname. Ich bin Julia, oder etwas formeller. Mein Name ist Julia Müller, und dann, schön, Sie kennenzulernen, super höflich und einfach. Kleine Aussprachehelfer noch, ganz schnell. Das CH in ich ist weich, nicht wie ein K. Und dass er am Ende, zum Beispiel in Wasser, kann auch leicht oder fast gar nicht gerollt sein. Mach dir da keinen Stress. Fehler, die wir oft hören. Ich bin heiß, statt mir ist heiß, das ist peinlich, also lieber mir ist kalt, oder mir ist warm. Und ich bin allergisch gegen Nüsse, ist gut, das verstehen alle. Zurück zum Thema Zahlen, weil an der Kasse das wichtig ist. Wenn der Preis kommt und du ihn nicht verstanden hast, frag, wie bitte? Oder können Sie das wiederholen? Und wenn du Trinkgeld gibst, sag, stimmt so, das heißt, das Restgeld ist für dich. Im Zug oder Bus kannst du noch sagen, ist hier frei, das heißt, ist der Platz frei. Und wenn du aussteigen willst, Entschuldigung, darf ich vorbei, kleine Sätze, große Wirkung. In der Bäckerei ist es oft voll, also klar und kurz sprechen. Ein Brötchen, bitte. Und ein Kaffee zum Mitnehmen. Danach, danke, schönen Tag. Das Wort schönen mit Ö, nung? Genau, wie in schön. Und wenn du was besonders Leckeres siehst, was empfehlen Sie, dann zeigt die Person oft das Beste im Laden, das ist immer nett. Viele fragen auch nach Toiletten, total normal. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Oder etwas höflicher, haben Sie eine Kundentoilette? Und wenn du einen Schlüssel brauchst, könnte ich den Schlüssel bekommen. Beim Arzt oder in der Apotheke, falls nötig. Ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen, oder mir ist schlecht, und ganz wichtig, haben Sie einen Termin, heißt, hast du eine verabredete Uhrzeit? Dann sagst du, nein, ich brauche Spontanhilfe. Noch ein kurzer Real-Life-Tipp vom Reisen. Erst auf Deutsch grüßen, dann freundlich fragen, ob Englisch okay ist. Dieses kleine bisschen Respekt öffnet Türen. Viele schreiben sogar, die Gespräche werden netter und persönlicher. Absolut. Und wenn jemand Nein sagt, also kein Englisch kann, bleib ruhig und nutz deine Basissätze. Langsamer sprechen, Hände benutzen, zeigen. Mit Bitte und Danke kommst du weit. Bevor wir zum Ende kommen, eine Frage an euch. Welche 3 Sätze benutzt ihr im Urlaub am meisten? Oder hattet ihr mal eine lustige Verwechslung, so wie das nasse Handtuch-Ding? Schreibt uns das, wir sind super neugierig. Und wenn ihr noch unsicher seid, hört die Folge gern nochmal und sprecht die Sätze laut nach. So bleibt das alles im Kopf und kommt automatisch raus, wenn ihr es braucht. Kurz, letzte Mini-Zusammenfassung. Höflich starten, Entschuldigung. Hilfe holen, sprechen Sie Englisch? Bestellen, ich hätte gern zahlen, die Rechnung bitte. Und unterwegs, wo ist? Das ist euer Toolkit. Wenn euch das geholfen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr keine Folge mehr, und wir können noch mehr praktische Sachen für euch machen. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Viel Spaß beim Reisen und beim Ausprobieren der Sätze. Und bleibt neugierig, wir hören uns bald wieder.